Vinegar Syndrome ist ein absolutes Kultlabel in Amerika. Eines der Labels, das sich wirklich bemüht, alte Underground, Grindhouse oder sonst irgendwie vergessene Filme zu restaurieren und für eine neue Generation zu erhalten. Und Vinegar Syndrome bringt zusätzlich zu den normalen Editionen von ihren Titeln dann auch immer Limited Editions. Die präsentieren sich dann in der Form von Keep Cases im Schuber. Im Fall von mir hatte ich vergangenes Jahr in einem Titel ganz besonderes Interesse, nämlich an TAMMY and the T-Rex. Einerseits natürlich ein großartiges Cover-Artwork von keinem geringeren als The Dude Design. Andererseits ist das auch der erste Titel, der von Vinegar Syndrome als 4K UHD Blu-ray daherkam. Und andererseits ist das auch ein Titel, den es exklusiv im Online-Shop von Vinegar Syndrome direkt gab. Das alles führte dann gesammelt dazu, dass ich mir das Teil nicht einfach irgendwo bei Amazon bestellen konnte, sondern dass ich irgendwann einmal dann durch Zufall erfahren habe, hey, Vinegar hat einen Black Friday Sale, da könnte man zuschlagen, da war tatsächlich auch die TAMMY Blu-ray günstiger und wie man den guten alten Zockis so kennt, habe ich dann auch bei einigen anderen Titeln zugeschlagen. 14 sind's genau geworden und da können wir jetzt einmal einen kurzen Blick drauf werfen, weil ich das nämlich recht interessant finde. Diese Vinegar Syndrome Titel sind nämlich allerseits dünne Keep Cases, allesamt durchsichtige Keep Cases, natürlich mit der Ausnahme von TAMMY and the T-Rex, das als UHD Blu-ray in einem schwarzen Keep Case ausgeliefert wurde. Und alle diese Schuber sind absolut großartig und hochwertig verarbeitet. So viel jetzt schon einmal vorweg dazu, was mir ebenfalls sehr gut gefällt. Wer mich kennt und weiß, dass ich Fan von durchnummerierten Reihen bin, der wird hier entdecken, dass auf der einen Seite unten einerseits das Logo von Vinegar Syndrome ist und dann außerdem die Blu-ray Spines durchnummeriert sind. TAMMY and the T-Rex, eben als großes Highlight des vergangenen Jahres, ist die Vinegar Syndrome Nummer 300 und auch da merkt man, dass ich halt generell vor allem viele Titel abgegriffen habe, die wahrscheinlich letztes Jahr erschienen sind, weil es sich eben wirklich um die Restbestände der Limited Editions handelt oder eben aber auch vereinzelte Titel wie offensichtlich Luther The Geek mit der Nummer 100, die vielleicht einfach nicht ganz so erfolgreich waren. Außerdem interessant, dass wenn man den Schuber in der anderen Richtung ins Regal stellt, hat man gar keine Spine-Nummerierung und Betitelung, was offensichtlich für die Leute eben gedacht ist, die am liebsten diese Nummernzwänge nicht haben in ihren Regalen. Aber und davon kann ich ja nur lächeln. Wir schauen jetzt auf jeden Fall auf die Veröffentlichung von TAMMY and the T-Rex und das ist wirklich ein absolut interessanter Film. Bei uns hieß er übrigens Teenage T-Rex, der Menschendinosaurier, mit Denise Richards in der Hauptrolle und Paul Walker. Was ich immer noch überhaupt nicht fassen kann, ist damals von Goldlight auf VHS-Kassette erschienen, aber trotz FSK-Freigabe ab 18 Jahren bei uns ausschließlich geschnitten veröffentlicht worden. Die 16er Fassung brauchen wir natürlich gar nicht reden. Laut OFDB lief er 1998 einmal ungeschnitten auf RTL, aber alle späteren Ausstrahlungen waren dann wieder gekürzt. Eine internationale Auswertung auf Heimkinomedien war bis jetzt nicht bekannt. Bis jetzt. Und jetzt hat sich eben Vinegar Syndrome des Titels angenommen und da muss man sagen, dass sie bei diesem Schuber schon einmal eine absolute Meisterleistung geschafft haben. Wir bekommen nämlich einerseits eine Seite, wo wir den Filmtitel natürlich schön ein bisschen geprägt und mit Partial Gloss versehen nach außen gedrückt bekommen, genauso auch oben die Namen von Denise Richards und Paul Walker. Das Ganze wirklich absolut perfekt an den alten Comic-Look angepasst, vor allem da, wie sie mit ihrem kleinen Kuscheldino, kuschelt, passt absolut perfekt zu der Campy Nature, von dem Ruf, den der Film hat. Außerdem eben natürlich das eine wundervolle Zeichnung von The Dude Designs, aber auf der anderen Seite gibt es eben das fast gleiche Motiv noch einmal als 3D Lenticular. Auch hier dasselbe Bild von TAMMY und ihrem T-Rex, aber diesmal noch ein paar andere Leute drumherum, ein paar andere Bilder, wie beispielsweise jemand, der
offensichtlich von dem Dinosaurier beim Kacken erwischt wird, oder jemand, der ohne Kopf in einer Schale voll Gehirnen wühlt, oder auch hier jemand, dessen Kopf aus irgendeinem Grund am Boden gelandet ist. Ich nehme mal an, dass der Grund irgendwas mit Dinosauriern zu tun hat. Auch das eine Zeichnung von The Dude Designs, auch das absolut großartig und auch das jetzt nicht irgendein absolut bahnbrechendes 3D-Lenticular, wie man es teilweise aus Asien oder von Filmarena kennt. Ich weiß auch gar nicht, inwiefern das die Kamera jetzt schön einfängt, aber in Realität sieht das auf jeden Fall sehr, sehr cool aus und wurde sehr, sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Dann können wir einen Blick auf das Keep Case werfen. Es gibt übrigens, soweit ich weiß, sowohl auch mit als auch ohne Schuber nicht nur eine 4K-Version, sondern auch eine normale Blu-ray. Sehr cool finde ich auch, dass der Schuber auch hier drinnen noch ein bisschen bedruckt wurde. Wir bekommen hier auf dem Keep Case auf der einen Seite natürlich dieses großartige Motiv. Dann gibt es außerdem noch ein Wendecover, das uns das andere, harmlosere Motiv zeigt. Also da kann man wirklich aussuchen, was man möchte. Aber jetzt einmal zum normalen Backcover. Da gibt es dann natürlich die Inhaltsangabe zum Film. Aber ganz besonders interessant für uns dürfte die Liste des Bonusmaterials sein. Denn es ist im Bonusmaterial auch noch der komplette ursprüngliche amerikanische PG-13-Cut auf der Blu-ray enthalten. Dabei handelt es sich allerdings nur um eine VHS-Kopie, weil das war eben die Fassung, die damals auf VHS erschienen ist. Die Hauptfassung von dem Film ist allerdings der 90 Minuten lange Gore-Cut, Klammer die R-Rated-Version. Die war ja eben auch Basis für die alten deutschen Auswertungen des Films, allerdings der Film eben für die deutschen Auswertungen gekürzt werden. Also haben wir hier auf den beiden Discs auch noch einmal die beiden verschiedenen Motive mit zahlreichen eben gut zusammenkopierten Elementen. Ich mag ehrlich gesagt den runden Mond hier im Hintergrund auf der UHD Blu-ray. Finde es irgendwie ein bisschen befremdlich, dass man Tammy hier genau das Loch ins Gesicht gemacht hat. Aber auf der UHD Blu-ray natürlich beide Scheiben Region Code Free. Auf der UHD Blu-ray nur der Gore-Cut. Der Film wurde eben erst vor kurzem frisch in 4K restauriert und wird dankenswerterweise eben auch so erscheinen, weil ich das eben sehr, sehr schade finde. In der letzten Zeit werden immer mehr Filme in 4K restauriert, aber erscheinen dann trotzdem nur als normale Blu-ray. Da finde ich, kann man nachbessern und kann man auf jeden Fall ein riesengroßes Lob an Vinegar Syndrome aussprechen für diesen absolut großartigen Release.